Verletzt du den Staat, bist ein Verbrecher. Verletzt du einen Bürger auf der Straße, dann bist du ein Einzelfall. Guten Morgen, Deutschland. Heute ist der 8.4. Los geht's. Das Finanzministerium macht jetzt Jagd auf uns mit einer KI. Die wollen ganz Internet überprüfen, wo was wer verkauft hat und ob es auch richtig steuerrechtlich deklariert hat. Die sind auch sehr stolz darauf, dass die jetzt Hightech-KIs haben, die Jagd auf uns machen können. An sich ist in Ordnung, bin auch dafür, dass wieder Ordnung reinkehrt in Deutschland, wie wir es früher kannten. Aber gleichzeitig passiert Folgendes, dass ein 15-mal vorbestrafter Mensch nicht sofort in den Knast muss, sondern er wird erstmal auf freiem Fuß gelassen mit der Begründung, dass es keine Fluchtgefahr besteht. Merkt ihr was? Sobald es ums Geld geht, ist der Staat sehr konsequent. Sobald es ums Geld geht, weiß er ganz genau, wo die Grenzen sind und wie er es schützen muss. Aber wenn es um uns Menschen geht, die wir darunter leiden und auch einen Schaden davon tragen, da kann man sehr vieles großzügig auslegen. Also da fragen, glaube ich, uns alle, was schützt ihr eigentlich? Wen schützt ihr eigentlich? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Geschichte mit den Steuern, das sind auch eure Gehälter. Weil wenn die nicht fließen, kriegt ihr keine Kohle und davor habt ihr Angst. Deswegen ist die Kohle für euch viel wichtiger, als ob uns Menschen hier was passiert oder nicht. So, weiter geht's. Der deutsche Pass darf kein Staatsschutz sein, sondern das muss die Zielgerade sein, die Ziellinie. Im Bundestag wurde darüber debattiert, dass man den Leuten mit doppelten Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft, ob man den Pass entziehen soll oder nicht, wenn die schwer straffällig wären. Ratet mal dreimal, für was man sich entschieden hat. Natürlich nicht. Natürlich sollen wir den Pass nicht entziehen, den deutschen Pass. Warum denn auch? Die Straftaten beziehen sich auch nicht, oder die Schäden oder die Gewalttaten betreffen auch nicht die Kinder der Politiker. Das betrifft ja uns, unsere Familien, unsere Nichten, unsere Töchter, Söhne. Also da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis, warum man den kriminellen Ausländern den deutschen Pass nicht entzieht und vor allem mit der Begründung aus humanitären Gründen. Also wir schicken jede Menge Waffen in andere Länder, wir lassen zu, dass die Leute sich, also mit unserer Hilfe, mit unseren Waffen werden Leute umgebracht und gleichzeitig sagen wir, ja, die Leute sollen nicht abgeschoben werden, wenn die hochkriminell sind. Also wir legen also wir sind Mittäter, dass wir Brandstifter sind in fremden Ländern. Und wenn jemand vorschlägt, hier den Brand zu löschen, indem wir kriminelle Ausländer abschieben, dann sind wir auch nicht bereit, diesen Brand, der hier immer größer und größer wird, sind wir nicht bereit zu löschen. Also ich weiß nicht, was die Politiker sich denken, und ich benutze bewusst das Wort die Politiker, außer einer Partei, die ganz rechts ist. Die sage ich aus Sicherheitsgründen jetzt nicht, vielleicht wird mein Video gesperrt, aber alle anderen Parteien, die denen fehlt jegliche Logik oder die wirtschaften in ihre eigene Tasche und deswegen führen die so eine Politik. Aber das ist auf unserem Rücken, die tagtäglich hart arbeiten hier in Deutschland. Ein Staat, der seine Akten besser schützt als seine Kinder, hat jede Daseinsberechtigung verloren. Es fand heute ein Sicherheitsgipfel statt in Duisburg und in Berlin, und es ging darum, dass die Gewalt an den Schulen extrem zunimmt und sogar die Allzeithochs übertrifft.
Es geht auch darum, dass gerade auch in den News geschrieben wurde, dass die Lehrer darum bitten und fordern, dass Sicherheitsfirmen an den Hofpausen agieren dürfen, weil die Lehrer als auch die Kinder Angst haben, da brutal zusammengeschlagen zu werden oder auch abgestochen zu werden im schlimmsten Fall. Man sollte die Ängste der Lehrer sehr ernst nehmen und auch die Schüler. Es geht auch darum, wie sich die Politik und Politiker dazu äußern. Die reden über Präventionen. Also ich kann das echt nicht verstehen, wie man über Präventionen reden kann, wenn es um unsere Kinder geht. Und vor allem die reden darüber. Es ist nicht mal so, dass eine Maßnahme beschlossen wurde, Prävention einzuleiten. Auch wenn man eine Prävention einleitet, dauert es schon lange, bis diese Prävention einschlagen, die Konzepte einschlagen. Also das würde schon super lange Zeit beanspruchen, aber die reden erstmal über die Prävention. Also Olla die Waldfee, dass unsere Politiker darüber reden, was sie immer hören, aber leider nicht viel machen oder kaum was machen. Und vor allem, es geht auch um unsere Kinder. Das Interessante ist, dass das Finanzamt findet dich immer, aber den Schutz deines Kindes auf dem Schulhof ist der Staat nicht dazu imstande oder auch nicht kompetent. Also ich finde es echt krass, alles, wenn es um monetäre Geschichten geht, sind wir recht effektiv, aber sobald es auch um unsere Sicherheit geht, und in dem Fall geht es ja auch um die Sicherheit unserer Kinder, sogar da versagt der Staat. Und vor allem, was ist der Staat? Aber das ist ein anderes Thema. Staat sind wir. Die Politiker sollen in unserem Auftrag handeln. Aber das ist ein anderes Thema, dazu würde ich ein andermal kommen. Darf auch nicht vergessen, dass wir Rekordsteuereinnahmen haben und durch diese Rekordsteuereinnahmen schaffen wir es trotzdem nicht, dass wir eine gewisse Grundsicherheit bieten, was man das eigentlich in Deutschland gewohnt war, was Deutschland auch wirklich meiner Meinung nach einzigartig gemacht hat. Aber gut. Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Vor allem ein Politiker oder die nicht ihre Kinder schützen können, nicht ihre, sondern unsere Kinder und uns diese Sicherheit nicht gewähren, weiß ich nicht, ob man vielleicht doch andere Partei wählen sollte, in der Hoffnung, dass die das besser machen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man das so schön sagt. Danke erstmal.